Ich begrüße dich, lieber Wassermann. Mein Name ist Angelika und du bist auf dem Kanal Tarot und Leben. Heute öffnet sich für dich ein tiefer Raum für den Mai 2026. Ein Zeitraum, der dich nicht nur durch äußere Ereignisse führt, sondern durch einen inneren Übergang, der sich bereits jetzt in dir bemerkbar machen kann. Also schauen wir jetzt auf das erste wichtige Ereignis, auf das zweite und auf das dritte wichtige Ereignis für dich. Danach öffnen wir Schritt für Schritt die einzelnen Bereiche deines Lebens. Wir betrachten, was sich im beruflichen Feld zeigt, wie sich deine Einnahmen entwickeln, welche Prozesse sich in deinem Liebesleben entfalten, worauf dein Körper dich aufmerksam machen möchte und welcher bewusste innere Schritt jetzt für dich wichtig wird. Das erste wichtige Ereignis ist die 10 der Stäbe, das zweite die große Arkana Tod und das dritte die Sonne. Diese Kombination zeigt einen Weg, der durch Anstrengung und Verdichtung führt, dann durch eine tiefe Transformation geht und schließlich in ein klares, offenes, lebendiges Ergebnis mündet. Die 10 der Stäbe bringt eine Phase, in der die Belastung spürbar zunimmt und dein Alltag dichter wird. Es geht nicht nur darum, dass mehr Aufgaben da sind, sondern darum, dass du selbst bereit bist, mehr zu tragen, weil deine inneren Ansprüche gewachsen sind. Diese Energie kann sich im Körper wie Schwere anfühlen, als Druck auf den Schultern, als dauerhafte Anspannung, die kaum nachlässt. Gedanklich entsteht das Gefühl, ständig mehrere Dinge gleichzeitig im Blick behalten zu müssen, ohne wirklich abschalten zu können. Emotional kann es sich zeigen als Mischung aus innerem Druck und gleichzeitigem Wunsch, alles zu schaffen, was du dir vorgenommen hast. Diese Karte beschreibt eine Phase, in der du dich über deine bisherigen Grenzen hinaus bewegst und beginnst, eine neue Kapazität in dir zu entwickeln. Es geht nicht mehr nur darum, etwas anzufangen, sondern darum, Verantwortung vollständig zu tragen und Dinge bis zum Ende zu führen. Dabei entstehen Momente, in denen Zweifel auftauchen, in denen du dich fragst, ob das alles zu viel ist und ob du diese Last wirklich bis zum Ziel bringen kannst. Gleichzeitig liegt unter diesen Zweifeln eine klare Entscheidung, diesen Weg dennoch weiterzugehen, weil du weißt, dass er mit deinen Zielen verbunden ist. Auch äußere Umstände können diese Phase verstärken, indem Anforderungen gleichzeitig entstehen und dich in eine Situation bringen, in der du kaum ausweichen kannst. Der Alltag kann sehr dicht werden, mit beruflichen Verpflichtungen, zusätzlichen Aufgaben im privaten Bereich und Situationen, die deine Aufmerksamkeit parallel fordern. Gerade in dieser Intensität entsteht jedoch eine wichtige innere Veränderung, da dein Vertrauen in dich nicht durch Leichtigkeit wächst, sondern durch die Erfahrung, dass du auch unter Druck handlungsfähig bleibst. Du beginnst dich als stabiler wahrzunehmen und entwickelst ein Gefühl dafür, dass du mehr tragen kannst, als du vorher angenommen hast. Diese Phase fordert dich dazu auf, deine Prioritäten klar zu setzen und bewusst zu entscheiden, wohin deine Energie fließt. Nicht alles kann gleichzeitig gleich wichtig bleiben und genau hier beginnt deine innere Reifung. Der Erfolg, den diese Karte verspricht, entsteht nicht plötzlich, sondern ist das Ergebnis eines konsequenten Durchhaltens. Am Ende dieser Phase steht ein Resultat, das dir zeigt, dass sich deine Anstrengung gelohnt hat und dass du in der Lage bist, große Prozesse zu bewältigen. Die zentrale Energie des Monats ist die große Arkana Tod und sie beschreibt den tiefsten Punkt dieser Entwicklung. Hier geht es nicht um oberflächliche Veränderungen, sondern um einen echten Übergang von einem Zustand in einen anderen. Dieser Prozess hat bereits begonnen und zieht sich möglicherweise schon über mehrere Wochen oder sogar Monate. Du befindest dich mitten in einer Phase, in der das Alte nicht mehr in seiner bisherigen Form bestehen bleiben kann. Das kann sich im Alltag ganz konkret zeigen, zum Beispiel durch das Ende einer Arbeit, die dich nicht mehr erfüllt, oder durch das Schließen eines Projekts, das keine Entwicklung mehr bringt. Ebenso kann sich diese Energie in Beziehungen zeigen, in denen keine gemeinsame Richtung mehr vorhanden ist. Gleichzeitig öffnet sich ein neuer Raum, der zunächst ungewohnt sein kann, weil er außerhalb deiner bisherigen Struktur liegt. Ein neuer beruflicher Weg, ein Umzug oder eine komplette Neuausrichtung deines Lebens sind mögliche Ausdrucksformen dieser Energie. Ein wesentlicher Teil dieses Prozesses besteht darin, die Vergangenheit loszulassen und nicht mehr daran festzuhalten,
auch wenn sie einmal Sicherheit gegeben hat. Es geht darum, einen inneren Abschluss zuzulassen, der Raum für etwas Neues schafft. Die Ereignisse, die jetzt geschehen, bringen dich in Situationen, in denen Entscheidungen nicht mehr aufgeschoben werden können. Dadurch entsteht Klarheit, die dir vorher vielleicht noch gefehlt hat. Diese Karte fordert dich nicht zur Eile auf, sondern zu Bewusstheit, da jede Veränderung ein Schritt in eine neue Phase ist, die sich nur dann vollständig öffnen kann, wenn das Alte wirklich abgeschlossen ist. In diesem Übergang liegt eine starke Kraft, weil er dich näher an eine Lebensweise bringt, die deiner aktuellen inneren Entwicklung entspricht. Am Ende dieses Prozesses entsteht ein neuer Zustand, in dem du dich klarer, ruhiger und ausgerichteter erlebst, weil du dich von dem gelöst hast, was nicht mehr zu dir gehört. Die Karten, die hier bei dir liegen, die große Arkana Tod und die Sonne, tragen eine sehr besondere Energie in sich. Diese Transformation, sie geschieht nicht gegen dich, sondern sie wirkt zu deinem höchsten Wohl. Denn auf die Energie des Todes folgt die Sonne, und die Sonne gehört zu den kraftvollsten, lichtvollsten Karten im gesamten Tarot. Das bedeutet, dass etwas in deinem Leben jetzt seinen natürlichen, längst gereiften Abschluss findet. Es ist ein Wendepunkt, ein Übergang, der nicht zufällig entsteht, sondern der sich bereits über längere Zeit aufgebaut hat und nun seinen Höhepunkt erreicht. Dieser Prozess kann jeden Bereich deines Lebens betreffen. Deine Arbeit, deine Beziehungen, deinen Alltag, deinen Lebensstil oder sogar dein inneres Selbstbild, wie du dich selbst siehst und erlebst. Und genau nach dieser Phase, nach diesem Loslassen, öffnet sich die Energie der Sonne. Die Sonne bringt Sichtbarkeit, sie bringt Klarheit, sie bringt das Gefühl, endlich am richtigen Platz zu sein. Es ist dieser Zustand, in dem du spürst, dass dein Leben sich wieder leicht und lebendig anfühlt. Ereignisse beginnen sich so zu entfalten, dass sie dich wirklich berühren, dass sie Freude bringen. Echte, tiefe Freude. Nicht nur oberflächliche Zufriedenheit. Es kann sich zeigen als Erfüllung eines lange gehegten Wunsches oder als Begegnung, die dein Leben spürbar verändert. In manchen Fällen sind es schicksalhafte Momente, Begegnungen mit Menschen, die plötzlich eine ganz neue Richtung in dein Leben bringen. Es kann sich auch als Erfolg zeigen, in jedem Bereich, der für dich gerade wichtig ist. Oder als Phase, in der sich Möglichkeiten öffnen, die vorher noch nicht sichtbar waren. Diese Energie trägt Geschenke in sich, Chancen, Unterstützung und oft auch Ereignisse, die sich wie ein Fest des Lebens anfühlen. Manchmal zeigt sich diese Transformation ganz konkret, zum Beispiel in einer Veränderung in Beziehungen, die sich vertiefen, wachsen, sich verwandeln. Es kann sich zeigen als Geburt eines Kindes oder als Moment, in dem eine Frau erfährt, dass sie schwanger ist und dieses neue Leben beginnt. Für andere kann es ein Umzug sein, ein Wechsel des Wohnortes oder der Schritt in ein eigenes Zuhause. Ein Raum, der wirklich zu dir gehört. Und genau deshalb tragen diese Ereignisse eine besondere Bedeutung, weil sie nicht nur Veränderungen sind, sondern Übergänge in einen neuen Lebensabschnitt. Alles, was durch die Sonne kommt, gibt dir die Möglichkeit, dich lebendig, erfüllt und glücklich zu fühlen. Und genau deshalb wird dieser Monat zu einer Zeit voller bedeutender Ereignisse und kraftvoller Transformationen. Lass uns weiter schauen. Wir gehen jetzt in den Bereich Arbeit und Finanzen. Im beruflichen Bereich liegt die 4 der Kelche. Und hier zeigt sich deutlich, dass die Energie der 10 der Stäbe sich stark auf deine Arbeit bezieht. Du hast viele Aufgaben, vieles ist dir bereits bekannt. Und du wiederholst Abläufe, immer wieder, Tag für Tag. Es entsteht ein Gefühl von Monotonie, als würdest du dich im Kreis bewegen, ohne neue Impulse. Diese Karte kann eine innere Müdigkeit anzeigen, nicht unbedingt körperlich, sondern emotional, ein Zustand, in dem etwas fehlt, in dem du spürst, dass dir Lebendigkeit, Inspiration, Begeisterung fehlen. Der Wunsch entsteht, dich in deiner Arbeit lebendig zu fühlen, zu gestalten, zu erschaffen, zu inspirieren. Doch die Realität im Mai kann sich anders zeigen, als etwas Gleichförmiges, Vorhersehbares, Bekanntes. Und genau daraus entsteht diese leise Unzufriedenheit, nicht weil alles schlecht ist, sondern weil es zu ruhig, zu gleich, zu vertraut geworden ist. Diese Energie kann sich wie eine emotionale Stagnation anfühlen, als würdest du innerlich in etwas feststecken, das sich nicht mehr entwickelt. Und dieses Gefühl, es wächst, es kann dich nach und nach dazu bringen, etwas verändern zu wollen. Vielleicht entsteht der Impuls, nach einer anderen Arbeit zu suchen, nach einem Ort, an dem du dich lebendiger fühlst, sichtbarer, erfüllter. Oder es bleibt bei diesem Zustand, in dem sich Aufgaben häufen
und du einfach funktionierst, Schritt für Schritt, ohne echtes Gefühl von Erfüllung. Und genau diese Wiederholung, dieses scheinbar endlose Tun, kann eine gewisse Leere erzeugen, eine stille Sehnsucht nach mehr. Wenn wir auf die Finanzen schauen, liegt hier die große Arkana Narr. Diese Energie spricht von Leichtigkeit, aber auch von Unachtsamkeit. Geld kann kommen, Einnahmen sind da, doch der Umgang damit wird entscheidend. Es kann passieren, dass du aus einem inneren Mangel heraus versuchst, dir durch Ausgaben Freude zu schenken. Wenn die Arbeit keine emotionale Erfüllung bringt, entsteht oft der Wunsch, sich auf andere Weise zu belohnen. Und genau hier kann sich eine gewisse Unüberlegtheit zeigen. Spontankäufe, unnötige Ausgaben, ein lockerer Umgang mit Geld. In solchen Momenten entsteht schnell das Gefühl, dass Geld zwar kommt, aber genauso schnell wieder geht. Der Narr trägt auch die Energie von Naivität, eine gewisse Unschuld im Umgang mit finanziellen Themen. Deshalb ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben, Verträge genau zu prüfen, keine übereilten Entscheidungen zu treffen. Besonders vorsichtig solltest du sein, wenn es um Kredite oder größere finanzielle Verpflichtungen geht. Denn hier könnten Details übersehen werden, die später ungünstig wirken. Gleichzeitig zeigt diese Karte, dass die finanzielle Energie grundsätzlich fließt. Das Geld kommt, es bleibt nur die Frage, wie bewusst du damit umgehst. Und genau hier liegt dein Einfluss, deine Entscheidung, dein nächster Schritt. Schauen wir nun auf dein persönliches Leben. Hier liegt die 6 der Schwerter. Diese Karte trägt eine ruhige, aber deutliche Bewegung in sich. Einen inneren Übergang von Anspannung hin zu mehr Ausgleich und Klarheit. Für diejenigen, die sich in einer Beziehung befinden, zeigt diese Energie, dass sich innerhalb eurer Verbindung etwas verändert. Und diese Veränderung geschieht nicht abrupt, sondern entwickelt sich Schritt für Schritt. Es geht weniger um äußere Ereignisse, sondern vielmehr darum, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch wahrnehmt und wie sich eure Dynamik verschiebt. Die Energie des Todesarkans kann hier spürbar sein. Als ein Prozess, in dem alte Muster langsam ihre Bedeutung verlieren. Du kannst bemerken, dass Reaktionen, Gewohnheiten oder Kommunikationsformen, die früher funktioniert haben, jetzt nicht mehr die gleiche Wirkung haben. Das kann zunächst Verunsicherung bringen. Gleichzeitig öffnet es jedoch den Raum für eine bewusstere Form der Verbindung. Wenn ihr euch auf diesen Prozess einlasst, zeigt sich die 6 der Schwerter als ein sanfter Ausweg aus einer angespannten Phase, hin zu mehr Ruhe, Verständnis und innerer Stabilität. In manchen Fällen zeigt sich diese Bewegung ganz konkret, zum Beispiel durch eine gemeinsame Reise. Eine solche Reise schafft Abstand vom Alltag und ermöglicht es, sich gegenseitig neu zu begegnen, ohne die gewohnten Belastungen. In anderen Situationen kann es sich um einen Umzug handeln, eine Veränderung des Lebensraums, die auch die Beziehung beeinflusst. Dieser Schritt wirkt wie ein Übergang, als würdet ihr gemeinsam in eine ruhigere und bewusstere Phase eintreten. Gleichzeitig kann diese Karte auch eine vorübergehende Distanz anzeigen. Wenn einer von euch unterwegs ist oder aus bestimmten Gründen entfernt lebt. Diese Distanz kann emotional spürbar sein. Sie kann Sehnsucht auslösen und das Bedürfnis nach Nähe verstärken. Manchmal zeigt sich auch eine gewisse Kühle, eine Phase, in der sich die Verbindung weniger intensiv anfühlt. Diese Kühle entsteht nicht grundlos. Sie ist oft ein Hinweis darauf, dass etwas gesehen und verstanden werden möchte. Und selbst in dieser Distanz bleibt die Bewegung bestehen. Denn diese Energie führt nicht in Stillstand, sondern in Veränderung. Für diejenigen, die nicht in einer Beziehung sind, kann die 6 der Schwerter eine Begegnung auf Distanz anzeigen. Der Kontakt entwickelt sich über Worte, über Nachrichten, Gespräche und wächst allmählich. Diese Verbindung entsteht nicht plötzlich, sondern entfaltet sich in einem ruhigen Tempo, mit zunehmender Vertrautheit. In manchen Fällen beginnt alles mit einem ersten Kontakt und später entsteht der Wunsch, sich persönlich zu treffen. Diese Entwicklung trägt eine besondere Qualität, weil sie auf innerer Resonanz basiert und nicht nur auf äußeren Eindrücken. Insgesamt bringt diese Karte Bewegung in dein persönliches Leben und führt dich Schritt für Schritt weg von dem, was belastend war, hin zu mehr Leichtigkeit. Im Bereich Gesundheit zeigt sich die Königin der Schwerter. Diese Energie lenkt deine Aufmerksamkeit auf Achtsamkeit im Umgang mit deinem Körper. Es geht hier nicht um schwerwiegende Themen, sondern um Sensibilität gegenüber äußeren Einflüssen wie Kälte, Wind oder plötzliche Veränderungen. Auch in einer grundsätzlich warmen Zeit kann dein Körper empfindlicher reagieren als gewöhnlich. Vielleicht bemerkst du schneller Verspannungen oder reagierst sensibler auf Temperaturunterschiede. Deshalb ist es wichtig, aufmerksam zu bleiben und kleine Signale ernst zu nehmen, bevor sie sich verstärken. Selbst scheinbar unbedeutende Situationen, wie längeres Sitzen auf kaltem Untergrund oder Zugluft, können sich auf dein Wohlbefinden auswirken. Wenn du bewusst damit umgehst
und dir die nötige Fürsorge gibst, bleibt dein Zustand stabil. In einzelnen Fällen kann diese Karte auch auf einen medizinischen Eingriff hinweisen, doch eher in geplanter Form, ruhig und kontrolliert. Insgesamt zeigt sich dein gesundheitlicher Zustand ausgeglichen, wenn du aufmerksam und respektvoll mit deinen Grenzen umgehst. Schauen wir nun auf den Rat der Karten. Hier erscheint die 3 der Kelche. Diese Karte trägt eine warme und verbindende Energie. Sie spricht von Gemeinschaft, Unterstützung und geteilten Momenten. Der erste Impuls ist klar: Du darfst dir erlauben, nicht alles allein zu tragen. Wenn Herausforderungen entstehen, kann es hilfreich sein, dich an Menschen zu wenden, die dir nahestehen. Gespräche, gemeinsame Zeit oder einfach das Gefühl, verstanden zu werden, können dir neue Kraft geben. Darüber hinaus weist diese Karte auf etwas hin, das in deinem Leben entsteht. Etwas Neues, das sich noch in einer frühen Phase befindet. Es kann eine Idee sein, ein Projekt oder eine Entwicklung, die gerade beginnt. Dieses Neue wirkt vielleicht noch unscheinbar, doch es trägt Potenzial in sich. Wenn du ihm Aufmerksamkeit schenkst, kann es sich entfalten und wachsen. Diese Energie lädt dich ein, offen zu bleiben, Freude zuzulassen und bewusst wahrzunehmen, was sich zeigt. So entfaltet sich dein Monat als eine Zeit von Bewegung, innerer Veränderung und neuen Perspektiven. Dies war ein allgemeines Reading für Mai 2026. Und die Energie kann sich individuell unterschiedlich zeigen. Wenn du das Gefühl hast, dass deine Situation mehr Tiefe braucht, kannst du ein persönliches Reading über die E-Mail unter dem Video anfragen. Wenn du Klarheit suchst oder eine wichtige Situation besser verstehen möchtest, bist du willkommen. Abonniere den Kanal Tarot und Leben und bleibe mit dieser Energie verbunden. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Vertrauen und deine Offenheit. Wir sehen uns bald wieder. Mit Wärme, deine Tarotlegerin Angelika. Ich wünsche dir innere Ruhe, Klarheit und Vertrauen in deinen Weg und verabschiede mich für jetzt. Bis bald.